Hallo und herzlich willkommen auf meinem neuen Kanal Boost Beyond. Dieser Kanal soll ein Zentrum für persönliche Finanzen und Selbstentwicklung sein, mit unterhaltsamem Roguelike-Gameplay im Hintergrund, das deinen Geist auf vielfältige Weise boosten kann. Im heutigen Video sehen wir das Spiel Brotato, bei dem wir uns als Kartoffel, ja als Kartoffel, gegen immer stärkere Angriffswellen von Aliens zur Wehr setzen, dabei looten und leveln. Ein Heidenspaß auf der Jagd nach immer neuerem, besserem Equipment. Wie im Spiel möchte ich dich durch meine Erfahrungen auf deiner finanziellen Reise und bei deinem persönlichen Wachstum helfen, während wir gemeinsam leveln. Wenn du neu hier bist, drück gern den Abonnieren-Button und wenn es dir gefällt, auch den Like-Button, damit dieses Video mehr Leuten empfohlen werden kann. Das heutige Thema soll dabei sein, wie die faszinierende Evolution des Geldes, vom Tauschen von Kühen gegen Mehl bis zum Aufstieg von Bitcoin als potenzielles neues Erdaufbewahrungsmittel. Um das Video zu starten, möchte ich dir eine kurze Erklärung zu meinem Hintergrund geben und warum ich einen YouTube-Kanal starten wollte. In den ersten 30 Jahren meines Lebens war ich nicht wirklich an Geld und finanzieller Bildung interessiert. Ich habe einfach mein Leben gelebt, hauptsächlich konsumierend, von TV-Serien bis zu PC-Spielen. Nun ja, ehrlich gesagt hauptsächlich PC-Spiele. Es hat Spaß gemacht und ich wollte immer den nächsten Dopaminkick durch spannendes Gameplay und neue Erfolge. Aber irgendwie fühlte sich da etwas falsch an. Das Geld, was ich verdiente, war nicht schlecht. Es war aber nicht genug, um große Dinge wie ein Haus oder ein großes Auto zu investieren. Zu diesem Zeitpunkt haben einige Kollegen von der Arbeit über Investitionen in Aktien und Kryptowährungen gesprochen. Mein Interesse war geweckt. Aber Investitionen in Aktien fühlten sich so umständlich und altmodisch an. Investieren über eine Bank, mehrere Video-Authentifizierungen machen, nur um zu sehen, dass man schon beim Kauf von Aktien durch den Spread Geld verloren hat. Und in den ersten Monaten passierte bei den Aktien rein gar nichts. Außerdem konnte ich all diese Statistiken zu diesen ETFs nicht verstehen. Welche sind gut, welche sind schlecht und so weiter und so fort. Damit habe ich noch ein paar Jahre verloren, die nirgendwo hinführten. Bis ich im Bullrun von 2021 in den Kryptobereich eingetaucht bin. Alles stieg an. Ich kaufte alte Dino-Coins, weil ich es nicht besser wusste, und testete jeden Scam und Ponzi-Schema unter der Sonne. Du kannst dir vorstellen, wie es ausging. Aber um fair zu sein, ich habe etwas Geld verloren, aber andere traf es viel schlimmer als mich. Ich kam mit einem blauen Auge davon. Aber diese Erfahrung hat mich neugierig gemacht. Und ich habe mehr YouTube-Inhalte konsumiert, um über diese Dinge zu lernen. Wie Geld funktioniert, wie man richtig und gesund lebt, wie man seine Zeitpräferenz senkt. Je länger ich im Kryptobereich bin, desto mehr werde ich zu einem Bitcoiner oder einem sogenannten Bitcoin-Maximalisten. Und ich möchte meine Erfahrungen mit dir teilen. Denn diese sind so wichtig. Die Bitcoin-Maxis werden immer als toxisch oder als Kult angesehen. Manche sagen sogar Religion. Aber es ist viel mehr als das. Das möchte ich dir aber Schritt für Schritt erklären. Und wie du siehst, wird meine älteste Leidenschaft, die Videospiele, auch in meinen Videos eine wichtige Rolle spielen. So viel zu meinem Hintergrund und meiner Motivation. Nun lass uns aber loslegen. Wisst ihr eigentlich, wie absurd es früher war, eine Kuh gegen Mehl zu tauschen? Warum haben Menschen plötzlich angefangen, mit Muscheln und Salz zu bezahlen? Wie kam es dazu, dass Gold über 2500 Jahre lang das Nonplusultra war? Und warum verliert unser Geld heute jedes Jahr automatisch an Wert? Und was hat Bitcoin damit zu tun? Bleibt dran, am Ende erzähle ich euch, wie ich aus dieser Geschichte gelernt habe, mein eigenes Geld anders zu behandeln. Bevor wir richtig loslegen, ein notwendiger Disclaimer. Das hier ist keine Finanzberatung. Alles, was ich erzähle, ist meine persönliche Meinung, mein aktueller Wissensstand und meine eigene Interpretation. Wenn ihr größere Entscheidungen trefft, sprecht mit einem unabhängigen Finanzberater oder Steuerberater. Okay, jetzt geht's aber los. Also, ganz am Anfang, so vor 10.000 Jahren oder noch früher, gab es gar kein Geld. Man hat einfach getauscht. Du hast eine Ziege, ich habe Weizen. Deal. Klingt erstmal logisch, oder? Aber stell dir vor, du brauchst jetzt Brot, willst aber gar keine Ziege. Oder du willst ein halbes Schwein abgeben. Und wie teilt man das? Oder das Fleisch verdirbt, bevor der nächste Transaktionspartner kommt. Das ist schon Wahnsinn und unheimlich kompliziert.
Deshalb haben Menschen irgendwann gemerkt, wir brauchen ein Zwischenprodukt, das jeder haben will. Und so kamen die ersten Proto-Geldformen, meistens Dinge, die knapp waren, haltbar, teilbar und schön anzusehen. Eine der berühmtesten waren die Kauri-Muscheln, besonders in Afrika, Indien und China. Die waren so beliebt, dass sie teilweise bis ins 20. Jahrhundert als Zahlungsmittel benutzt wurden. Dann Salz. Im alten Rom sind Soldaten teilweise mit Salz bezahlt worden. Daher kommt auch das englische Wort Salary für Lohn. Auch Kakaobohnen bei den Azteken, Perlen, Rinder, Felle, je nach Region etwas anderes. Der große Sprung kam dann mit Metall. Ab ca. 700 bis 600 vor Christus in Lydien, in der heutigen Westtürkei, wurden die ersten Münzen geprägt aus Elektron, einer Gold-Silber-Legierung. Und warum war das so vorteilhaft? Weil Gold und Silber von Natur aus knapp sind, nicht verderben, leicht teilbar sind und überall akzeptiert wurden. Plötzlich konnte man Handel über riesige Entfernungen machen, ohne eine Kuh durch die Wüste zu treiben. Danach dominierten Gold- und Silbermünzen über mehr als 2000 Jahre die Weltwirtschaft. Römisches Reich, Byzanz, islamische Kalifate, mittelalterliches Europa, spanische Silberflotten. Alles lief über physisches Metall. Dann ab dem 17. und 18. Jahrhundert kam plötzlich Papiergeld auf. Am Anfang war das eher ein Depotschein. Hiermit bestätigen wir, dass Herr XY so und so viel Gold bei uns hinterlegt hat. Das war praktisch, weil man nicht mehr mit Kisten mit Gold rumschleppen musste und damit ein sehr großer Vorteil. Im 19. Jahrhundert wurde dann zum Goldstandard übergegangen. Jede Banknote war offiziell gegen eine feste Menge Gold eintauschbar. Das gab extrem viel Vertrauen. Und genau deshalb hatte man damals auch sehr niedrige Inflation. Und dann kam 1971 der Knall. Richard Nixon beendete für die USA den Goldstandard, der sogenannte Nixon-Schock. Dazwischen gab es noch viele Zwischenstationen, die wir uns in einem späteren Video noch genauer anschauen werden. Seitdem leben wir fast überall mit reinem Fiat-Geld. Geld, das nur dadurch Wert hat, dass der Staat sagt, das hat Wert. Kein Gold, kein Silber, keine Deckung mehr. Nur Vertrauen und Zwang. Fiat kommt aus dem Lateinischen und heißt so viel wie es werde. Es werde Geld. Und so ist es auch heute. Die Regierung sagt, es werde Geld und es entsteht Geld. Das Ganze ist zwar etwas komplizierter, aber dazu komme ich auch in einem späteren Video genauer zu sprechen. Und genau das ist der Grund, warum wir heute ständig Inflation haben. Zentralbanken und damit Regierungen können die Geldmenge fast beliebig erhöhen. Mehr Geld jagt die gleiche Menge an Waren und somit steigen die Preise. Und jetzt wird's spannend. Seit 2009 gibt es eine Antwort darauf. Bitcoin. Zum ersten Mal in der Geschichte haben wir digitales Geld mit mathematisch festgelegter Obergrenze von 21 Millionen Coins, das niemand einfach nachdrucken kann. Kein König, kein Parlament, keine Zentralbank kann diese Regeln ändern. Es ist wieder hartes Geld, nur diesmal digital. Viele denken sich, ach, das ist doch auch nur ein Scam, ein Betrug. Leider ein weit verbreiteter Irrglaube. Aber dazu muss man Bitcoin und seinen Unterschied zu anderen Altcoins und auch zu Fiat-Währungen tiefer verstehen, als es in einem Video möglich wäre. Was habe ich daraus persönlich gelernt? Früher habe ich gedacht, spar einfach auf dem Tagesgeldkonto. Dann habe ich gemerkt, bei 2 bis 7% Inflation, welche eigentlich nominell noch höher liegt, und 0 bis 1% Zinsen, verliere ich jedes Jahr real Geld. Seitdem versuche ich, möglichst wenig weiches Geld, also Cash oder Sparkonto, zu halten und stattdessen in Dinge zu gehen, die knapp sind und produktiv wachsen. Zum Beispiel Aktien innovativer Firmen, Immobilien, Edelmetalle und seit 2024 auch hauptsächlich Bitcoin. Nicht alles auf einmal, aber bewusst weg von Dingen, die beliebig vermehrt werden können. Kurz gesagt, die Geschichte zeigt uns ganz klar, dass Knappheit der wichtigste Faktor für langfristigen Werterhalt ist. Und genau deshalb finde ich Bitcoin so spannend. Es ist der erste Versuch seit Gold, wieder echtes, hartes Geld zu schaffen. So, das war jetzt der komplette Bogen von der Kuh bis zum Satoshi, der kleinsten Untereinheit von Bitcoin. Wusstest du, dass diese so heißt und wie klein diese ist?
Man muss nämlich keinen ganzen Bitcoin kaufen. Theoretisch könntest du unter einem Cent Gegenwert in Bitcoin kaufen. Auch dazu mehr in meinen folgenden Videos. Was denkst du darüber? Hast du schon einmal überlegt, wie viel Prozent deines Vermögens heute noch in einem weichen Geld liegen? Schreib es mir gerne in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat, lass mir gerne ein Like da und abonniert den Kanal, damit er mehr Leuten vorgeschlagen werden kann, um auch deren Investitionsverhalten und langfristiges Denken zu verbessern. Ich werde das Gameplay von Brotato noch etwas laufen lassen. Lasst mich gern wissen, ob euch das gefällt oder ob wir das Video gleich nach dem Thementeil beenden sollten. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal auf diesem Kanal.